Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ikuma Games. Dieses Mal geht es um VR-Optiker-Linsen. Ihr wisst mittlerweile, hoffe ich, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dass das meine Go-To-Linsen sind. Ich habe einige ausprobiert, auch aus anderen Ländern und so weiter, aber letzten Endes finde ich, ist die beste Lösung die wir hier in Deutschland haben, nämlich die vom VR-Optiker. Das ist ja ein Hersteller für Linsen, für VR-Brillen, für Sehstärke-Linsen. Und ich habe da die besten Erfahrungen gemacht. Und das liegt nicht daran, dass das ein deutscher Entwickler ist, den ich unterstützen möchte, sondern weil der sich wirklich die meisten Gedanken dazu macht, der nicht vorschnell irgendwelche Linsen rausbringt, 3D druckt und zack, kommen die auf den Markt, sondern die machen sich echt Gedanken bei vielen Dingen. Und das zeigt sich eben auch in der Qualität. Was bedeutet das? Zum Beispiel bei den Pico 4 Linsen. Könnt mein Review dazu gerne nochmal anschauen. Die sind hauchdünn, die sind schön abgerundet und gerade ich habe oft das Problem, ich will möglichst das Headset ganz nah bei meinen Augen haben und habe einen ja, relativ breiten Nasenrücken und ein relativ kleines IPD von 61,5 oder so. Geht kleiner, aber wenn die Linsen jetzt hier sehr nah beieinander sind bei mir, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass mir das auf die Nase drückt. Ne? Und hier macht VR-Optiker immer einen super Job, das zu beachten. Ihr seht es hier an der Kante, ist das extra dünn gemacht, damit es eben für keinen zum Problem wird. Und das ist für mich echt optimal. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Produkt. Das war jetzt die Pico 4. Könnt ihr mein Review gerne anschauen hier. Es geht um die Linsen für die PSVR 2. Ganz genau. Die PSVR 2 ist jetzt schon eine Weile am Start und ich wollte auf jeden Fall warten, bis ich mein Review zu dem Ding mache, bis ich die VR-Optiker-Linsen testen konnte. Hat bei mir jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe die relativ spät bestellt und die Nachfrage ist sehr hoch. Und genau hier haben wir eben das gleiche Ding. Mir drückt so schon die PlayStation VR 2 ein bisschen auf die Nase, wenn ich das Ding ganz, ganz nah an meinen Kopf, an mein Gesicht pressen möchte. Und da kommen wir hier wieder ins Spiel. Hier hat auch VR-Optiker versucht, hier den Bereich für die Nase sehr dünn zu machen. Seht ihr das? Im Vergleich zum Rest. Das ist quasi eine komplette Aufsparung der Nase. Ähm, Hilft leider nicht hundertprozentig. Also das wird obendrauf gestülpt. Zeige ich euch gleich, wie man das Ganze installiert. Und ja, wie gesagt, die PlayStation VR 2 drückt mir sowieso schon auf die Nase und da macht eine Linse das nicht besser leider. Aber VR-Optiker macht auf jeden Fall einen Job, das möglichst zu reduzieren. Ja, warum gibt es nicht so eine geile Lösung wie bei der Pico 4? Das ist eben magnetisch. Ihr habt es vielleicht in meinem Review gesehen. Die werden hier einfach magnetisch draufgesteckt. Total easy, zack drauf und das Ganze hält bombenfest. Die beste Lösung meiner Meinung nach, die es da draußen gibt. Aber dafür kann VR-Optiker nichts, denn das hängt ganz von den Brillenherstellern ab, also den VR-Brillenherstellern. Denn Pico hat einen guten Job gemacht, da Brillenträger mit einzubeziehen, indem sie da ja so eine mögliche Magnethalterung eben haben. Ne? Also das ganze Gestell ist aus Metall, damit ein Magnet überhaupt halten kann. Und es gibt auch so Pins, damit die Linse auch sich nicht verschiebt. Also echt, Pico hat einen super Job gemacht und ich glaube, VR-Optiker hatte eine super Zeit, da Linsen für herzustellen. Das Problem haben wir, also die Lösung haben wir bei der PlayStation VR 2 leider nicht. Deswegen haben wir hier klassische Linsen, die man aufstecken muss. Ne? Das ist einfach ein Rahmen und der wird auf die PlayStation VR 2 aufgesteckt. Und deswegen haben wir da erstens Abstand, dann haben wir weniger Platz und ja, es ist einfach nicht so optimal. Das heißt, ich kann auch letzten Endes die PlayStation VR 2 nicht mehr ganz so nah an meine Augen drücken, wie ich es gewohnt bin. Was sehr schade ist. Aber ey, als Brillenträger hat man da einfach gelitten. Und Sony hat da keinen guten Job gemacht, es den VR-Optikern da draußen leicht zu machen. Aber ich finde, VR-Optiker hat das Beste rausgeholt. Aber ich zeige euch erstmal, wie das Ganze aufgesteckt wird und wie das dann am Ende aussieht. So, erstmal zeige ich euch natürlich, wie das Ganze hier verpackt ist. Ihr habt hier immer
ein schönes Etui für eure VR-Optikerbrillen mit einem, finde ich, sehr schönen Schriftzug. Und da liegen eure Linsen super drinne. Ich habe einige Linsen schon. Das sind jetzt hier, was war das, die Quest 2 Linsen. Habe ich nicht mehr, aber natürlich behalte ich die Linsen, weil die eben meine Sehstärke haben. Was will jemand anderes damit? Aber hier sehen wir nochmal, was alles drin ist. Wir haben hier kleine Tütchen aus einem Stoff, der so ähnlich ist wie von einem Brillenputztuch, ganz weich. Da sind eure Linsen auf jeden Fall sicher drin verwahrt. Ich weiß gar nicht, wo ich den anderen habe. Naja, so. Dann habt ihr hier noch so ein Brillenputztuch. Überall natürlich mit dem Logo, ein bisschen Eigenwerbung natürlich. Und Brillenputztücher sind hier auch noch mit bei. Also diese feuchten Reinigungstücher empfehle ich euch grundsätzlich nicht. Aber wenn ihr da dann doch irgendwelche hartnäckigen Flecken habt, könnt ihr die vielleicht mal benutzen. Aber am besten immer mit klarem Wasser und Spüli. Das ist zumindest meine Empfehlung. Aber müsst ihr letzten Endes wissen, wie ihr die Dinger reinigt. Bis jetzt hatte ich keine Kratzer. Ich habe die bis jetzt noch nicht mal nass putzen müssen. Sind ja meistens aber nur ein paar Fettflecken durch Fingerabdrücke oder wie auch immer. Sondern ich mache das einfach mit dem Putztuch. Aber wenn ihr dann grob irgendwelche Krümel sieht, solltet ihr natürlich immer abspülen, bevor ihr irgendwie mit einem Lappen dran geht. Genau, das sind Linsen von Zeiss. Das sind qualitative Linsen, die werden von Zeiss hergestellt. Bin da kein Profi drin, aber ich habe mir sagen lassen, das sind die ja, weltbekannte Qualitätslinsen für alle möglichen Bereiche. Nicht nur im Bereich ja, Sehstärke-Linsen, sondern auch im anderen Industriebereich ist Zeiss auf jeden Fall eine große Nummer. So, genau. Ich habe alle möglichen probiert und wie gesagt, die beste Lösung ist die der Pico 4, aber wie schon erwähnt, kann da VR-Optiker nichts für. Es gibt zubuchbar einen Blaufilter, das sieht man auch teilweise hier. Ne, ihr seht, das ist so bläulich. Da wird das blaue Licht gefiltert. Hier meine Lampe ist normalerweise nämlich nicht blau. Da gibt es auch so Testlampen für, aber könnt einfach davon ausgehen, dass hier ein Blaufilter drin ist, beziehungsweise wenn ihr den dazu bucht. Ist optional, wird natürlich sonst ein wenig teurer. 70 Euro, glaube ich, ohne Blaufilter und ungefähr 100 Euro also mit Blaufilter. Lasst mich nicht lügen, ich gucke das lieber nochmal nach für euch. Sogar ein bisschen weniger, also 65 Euro. Wenn ihr ohne Blaufilter das Ganze haben wollt, da habt ihr inklusive gehärtete Glasoberfläche, eine super Entspiegelung und eine Pflegeleichtschicht mit dem sogenannten Lotus-Effekt. Also wenn ihr Wasser benutzt, perlt das Wasser einfach davon ab. Und zusätzlich, wenn ihr die Zeiss DuraVision Blue Protect drauf haben möchtet, kostet das nochmal 30 Euro. Also 95 Euro zuzüglich Versandkosten. So, haben wir das Ganze geklärt. Dann zeige ich euch, wie ihr das bei der PSVR 2 installiert. Und auch hier wieder muss ich Sony tadeln. Man hat einfach keine gute Zeit, das Ganze hier zu installieren. Ihr habt keinen Kippmechanismus oder so. Das heißt, ihr kommt schon gar nicht so gut an die Linsen ran. Ne, ihr habt immer hier das Ganze im Weg. Ich kann euch das auch ganz schlecht zeigen. Das hier könnt ihr zwar abmachen, würde ich euch aber nicht empfehlen. Das ist ganz frickelig, das wieder dran zu machen. Das heißt, wir müssen das irgendwie so da reinbekommen. Bei der Pico 4 sieht das anders aus. Wir haben hier die Pico 4. Das klappen wir hoch. Da haben wir die Linse frei. Wir können hier noch zusätzlich das Polster abmachen und kommen extrem bequem hier an die Linsen ran. Zack, fertig. Also Lob an Pico, Tadel an Sony. Also wirklich, wirklich, wirklich Brillenträger unfreundlich. Auch wenn die diese Mechanismus haben, um das Ganze vom Gesicht wegzunehmen. Wie nennen sie das nochmal? Face Relief oder so. Ja, letzten Endes ist es trotzdem scheiße, wenn ihr da nicht so gut rankommt. Gut für Brillenträger vielleicht mit dem Face-Abstand, mit dem Gesichtsabstand, aber nicht für Leute. Und heutzutage geht man doch davon aus, jemand, der es mit VR ernst meint, der kauft sich doch diese hier. Ist doch logisch. Vor allen Dingen, wenn ich dann jemanden habe, der auch das Ding nutzen möchte, kann man die dann nicht mehr so schön wie mit dem Magnet hier drauf und dran frickeln.
Naja, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Lösung von anderen Herstellern, die dann doch das irgendwie mit dem Magnet möglich machen, mit so einer Halterung. Da gab es einige, aber naja, gut, machen wir mal weiter. So, es wird jetzt schon für mich schwer, das Ganze einzufangen. Ihr habt hier die Linsen und muss hier aufgesteckt werden. Sorgt dafür, dass die vorher von beiden Seiten sauber ist, weil von innen könnt ihr die vor allen Dingen nicht mehr putzen, wenn ihr die aufgesteckt habt. Das gleiche gilt für die Linsen selbst. Schön vorher reinigen, später geht das dann nicht mehr so leicht. So, und andere Seite auch. So, jetzt müsst ihr gucken, welche Seite haben wir hier. Wir haben hier die rechte Seite. Seht ihr auch immer an der Aussparung unten links für die Nase. Macht natürlich Sinn. So, das Anbringen ist jetzt gar nicht mal so leicht wie von anderen Headsets. Hier würde ich darauf achten, rechts außen reinzugehen. Hier klicken wir das Ding rein und dann schieben wir das so runter. Ich würde es euch echt gerne besser zeigen, aber es ist quasi nicht möglich. So, ja, wie habe ich das jetzt aufgesteckt? Rechts rein gedrückt und dann links runtergeschoben, ja? Und dann seht ihr das, also ich hatte Schwierigkeiten, das beim ersten Mal festzukriegen, aber ihr seht auf jeden Fall, dass es fest ist, indem ihr das quasi nicht mehr einfach so entfernen könnt. So, vielleicht kann ich euch das hier besser zeigen. Also so zuerst und dann runterschieben. Ja, tut mir leid, ich kann euch das nicht besser zeigen. So. Was mir aufgefallen ist, also wie gesagt, links zuerst und dann rechts. Es macht kein schönes Klick, aber ihr müsst schon ordentlich reindrücken, damit das Ding fest ist. Und danach geht es, wie gesagt, auch nicht mehr raus. Ja, tut mir echt leid, dass das jetzt nicht besser aussah. Müsst ihr einfach ausprobieren, aber vielleicht macht es das deutlich, dass das auf jeden Fall besser funktioniert, wie hier bei der Pico 4. Aber man kommt nicht dran vorbei. Das gehört irgendwie leider dazu. So, ich setze das Ganze mal auf und dann erzähle ich euch, wie sich das Ganze anfühlt. So, auf jeden Fall super nervig, das hier irgendwie reinzubekommen. Also, ja, nun gut. Und man hat auch Angst, einfach die Linsen zu verkratzen, während man das Ganze draufsteckt. Also, leider echt nicht so toll. Ich habe wieder Bad Hair Day, tut mir leid. Steckt das Ganze mal auf meinen Kopf und dann gucken. Zeige ich euch, wie sich das Ganze für mich anfühlt. Also die PSVR 2 ist schon kein super bequemes Headset. Aber ich habe hier schon direkt das Problem, dass, so wie ich das vorher benutzt hatte, also ohne Linsen, direkt zu meinem Auge geschoben, kann ich das so nicht verwenden. Ich muss also erstmal rausschieben, dann ran und dann hier, wo ich quasi, ja, wo meine Nase gerade so nicht im Weg ist, so kann ich das Ganze nutzen. Natürlich ist jetzt meine Maske im Weg, aber glaubt mal, ich benutze VR nicht mit Maske, keine Sorge. Aber trotzdem, so drückt mir das etwas auf die Nase. Aber es ist okay. Also ich werde die auf jeden Fall so benutzen. Mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wenn ihr euch andere VR-Linsen-Hersteller, also Optikerlinsen, Sehstärke-Linsen, anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass VR-Optiker da einen super Job gemacht hat. Der Mo von MoFun VR hat sich auch mehrere angeschaut und hat es auch bestätigen können, dass so andere Hersteller, ich will jetzt keinen Namen nennen, da einfach ein bisschen grober arbeiten. Die Linsen sind trotzdem gut, sie funktionieren und so weiter. Aber wenn ihr schon das Problem habt mit mit einem engen IPD und einer großen Nase, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die super verarbeitet sind und einfach dünn sind, weil sonst habt ihr eventuell Probleme. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr vielleicht bei einem anderen Hersteller vielleicht 5 Euro sparen, aber so viel günstiger sind die letzten Endes auch nicht. Also kann ich da auf jeden Fall euch nur raten, den VR-Optiker da zu nutzen. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Von mir gibt es da auf jeden Fall eine Empfehlung für den VR-Optiker. Ähm,
Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um VR-Produkte. PlayStation VR 2 Cover ist auf jeden Fall auch immer noch am Start. Ihr merkt es vielleicht hier und da in meinen Videos, die Zufriedenheit ist nicht so stark bei der PlayStation VR 2. Das sind so viele Sachen, die mich dann doch abnerven, aber am Ende machen es die Spiele wett. So ist es einfach. Ähm, Lasst doch mal einen Kommentar da, wenn ihr auch Erfahrung habt mit den VR-Linsen oder ob ihr da andere Alternativen zu dem Ganzen habt. Ja, würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.